Yo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Raton und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video, Freunde, geht es darum, dass ich meine bescheidene Gamer-Ecke, sieht jetzt schon ein bisschen katastrophal aus, weil ich da schon am Werkeln bin. Ich werde die Ecke komplett ändern, Freunde, und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das später aussehen wird. Der ein oder andere weiß ja, wie meine Gaming-Ecke aussah. Wenn nicht, werde ich es auf jeden Fall hier oben nochmal einblenden, damit ihr euch das Video auch vorher nochmal reinziehen könnt, einen Vorher-Nachher-Vergleich sehen könnt und dann könnt ihr bewerten, Freunde. Schreibt mir auf jeden Fall dann in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet, ob es euch gefällt. Falls ja, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Falls nicht, könnt ihr auch einen Daumen nach unten da lassen. Einfach um zu sehen, wie es euch gefällt. Was ich auf jeden Fall zu meiner Verteidigung sagen muss, Freunde, ich habe echt nicht mehr viel Platz hier in dieser Wohnung. Und hier habe ich eine Dachschräge, ja. Das heißt, das ist halt nicht so optimal. Wenn diese Dachschräge nicht wäre, diese kleine Ecke, sondern alles gerade wäre, dann hätte ich von da bis da hinten eine fette Ecke, wo ich einfach mein PC hinstellen könnte, meinen Tisch und allem drum dran. Aber leider habe ich da eine Dachschräge, deswegen muss ich jetzt ein bisschen improvisieren. Deshalb bin ich gespannt, wie es aussehen wird. Ihr könnt auf jeden Fall auch gespannt sein. Und ja, ich würde sagen, fangen wir mal an. So Freunde, die Sache nimmt auf jeden Fall schon Gestalt an. Ich habe mal die Kameraperspektive ein bisschen geändert, damit ihr natürlich auch sehen könnt, wie das aussieht. Da an der Seite wird auf jeden Fall, wo ihr jetzt seht, ich zeige euch das nochmal ganz kurz, und zwar hier, da kommt auf jeden Fall noch eine weiße Leiste hin, Freunde. Also das bleibt jetzt nicht so, wie es da gerade zu sehen ist. Jetzt wackelt der Tisch, super. Auf jeden Fall finde ich jetzt schon, dass das schon mal richtig cool aussieht. Die Lücke da hinten ist bewusst, erstens, dass der Schrank da reinpasst und zweitens, weil die Monitore ja da hinten noch dran müssen und die brauchen ja auch noch ein gewisses, Spiel einfach nach oben zu der Schräge. Deswegen steht das Ganze jetzt ein bisschen weiter vorne. Bisher finde ich das gar nicht so übel jetzt. Aber ich würde sagen, wir machen weiter, Freunde, und wir versuchen jetzt, beziehungsweise ich versuche jetzt den ganzen Scheiß aufzubauen. So Freunde, wie wir sehen, ist die Gaming-Ecke fast fertig. Ich finde auf jeden Fall schon mal, dass es ziemlich cool geworden ist. Es ist auf jeden Fall doch mehr Platz, als ich gedacht hätte, Freunde. Und ich muss auf jeden Fall noch alle Kabel anschließen und noch ein paar Feinheiten erledigen. Und dann zeige ich euch auf jeden Fall das Endergebnis. Early and often, and permanent involvement. We got the coconut water here. Yeah, this gonna be clean.
Yeah. Please don't tell me all about your struggle. I heard what you been cooking, and the last thing that I'm in right now is trouble. 100,000 on my song, that shit is subtle. I hit the wine and spirits up, find the most expensive brand to guzzle. You swiping for your fans on the gram, buying likes, but not selling out the stands, and your fans not in sight. So I just caught me a lens, about to document my life. Message pop up on my phone, I'm probably talking to your wife. See, it's common nowadays for y'all to blow up overnight. Buy a chain or two and talk about how you flooded and nice. All the fake love that you got from major blocks must have been nice. When the plays drop, all the dough you had must have been tight. It's only right I changed the topic to these chicks I see. They not about it from the jump, cause I ain't 6'3". But when they hear about my songs and all these goals I've reached, they come up on me acting cute and trying to show ID. Come on. So Freunde, wir haben übrigens heute schon den nächsten Tag. Wie wir sehen, ist es schon wieder hell draußen. Und gestern kam ich halt einfach nicht mehr dazu, das Ganze fertig zu drehen. Wie wir sehen und wie wir eben auch schon in den ganzen Ausschnitten gesehen haben, ist die Gamer-Ecke wirklich richtig geil geworden. Meiner Meinung nach zumindest. Und vor allem im Gegensatz zu vorher sieht das Ganze jetzt wirklich richtig fett aus, finde ich. Ihr könnt mir auf jeden Fall auch nochmal gerne eure Meinung dazu sagen. Schreibt das Ganze mal in die Kommentare oder zeigt es mir mit einem Daumen hoch oder mit einem Daumen nach unten. Und vor allem, wie gesagt, Freunde, ich habe das Video schon eingeblendet, ganz am Anfang. Schaut euch an, wie es bei mir vorher aussah und was ich dann aus dieser Ecke gemacht habe. Und wie gesagt, ich habe nicht viel Platz in dieser Wohnung. Deshalb bin ich echt froh, dass ich hier aus dieser Ecke noch mit bisschen Kreativität etwas gezaubert habe. Und vor allem wegen der Dachschräge, wo ich gedacht habe, oh, das wird ein bisschen grittig alles. Aber nichtsdestotrotz hat das Ganze geklappt und vor allem das Geile ist, das zeige ich euch jetzt, mein Kabelmanagement und wie viel Beinfreiheit ich durch diese Dachschräge habe, Freunde, und vor allem wie einfach ich es hatte, hinter dem Tisch die ganzen Kabel zu verlegen. So Freunde, ich zeige euch jetzt erstmal die Gesamtansicht von allem, wie ich was gemacht habe. Ich erkläre wirklich jetzt alles. Natürlich die perfekte Ansicht, um das Ganze zu zeigen, wäre natürlich hier, aber dank dieser tollen Säule, die hier einfach mitten im Raum steht, Freunde, die wahrscheinlich das Dach stützt oder so, keine Ahnung, kann ich das Ganze nicht machen. Aber wie auch immer, Freunde, wir gehen jetzt erstmal los und ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Und zwar habe ich hier ein Kallax-Regal stehen, Freunde, mit ein paar, ja, wie ihr seht, so Schrankeinsätzen habe ich noch dazu gekauft. Dann habe ich unten noch so ein paar Boxen drin, so ein paar, ja, Schubladenboxen oder wie auch immer man das nennen mag. Und ansonsten sind da noch ein paar offen, da kommt dann Deko rein, oben ist schon ein bisschen Deko drin, unten noch nichts. Und LED-Beleuchtung, da unten ist übrigens keine LED-Beleuchtung, das ist einfach, da ist ein Loch, ja, ist hinten nicht zu, das werde ich auf jeden Fall noch zumachen und es wird gerade halt von meiner Monitorbeleuchtung mit beleuchtet. So, da wird es dann zugemacht, kommen LED-Leisten rein oder wie auch immer, werde ich mir noch überlegen, so coole. Und die ganze Ecke wird dann halt auch beleuchtet sein, weil ich stehe total auf LED-Beleuchtung, Freunde. Und wie wir ja auch an meiner Gaming-Ecke sehen, und da darf das auf jeden Fall nicht fehlen. Nur um es euch nur mal kurz zu zeigen, wie LED-verrückt ich wirklich bin. Und zwar habe ich hier in die Schränke schon LEDs eingebaut mit einer Fernbedienung, womit ich das Ganze, die Farben wechseln kann und abspielen lassen kann. Dann habe ich hier eine Couch, Freunde, mit eingebauten LEDs, die kann ich auch wechseln. Und zu guter Letzt, Freunde, zack, hier oben eine Lampe, die leuchtet auch da hinten in die Ecke. Und die sind auch mit LEDs, Freunde, ganz easy peasy. Kann ich auch hier mit der Fernbedienung die Farben ändern. Finde ich auf jeden Fall richtig cool, Freunde. So, jetzt gehe ich erstmal auf die Kleinigkeiten ein, Freunde. Und zwar fangen wir mal hier oben an mit meiner Raton Gaming Lichtbox, Freunde. Die ist natürlich auch richtig cool, finde ich, aber da kommt auch bald eine neue hin, denn ich habe mir natürlich noch überlegt, mir ein neues Logo designen zu lassen. Wird langsam auch Zeit, finde ich, für ein richtig cooles Logo, einfach für ein Design. Wahrscheinlich wird es wieder so ein Kopfdesign werden, nur diesmal halt richtig gut mit meinem Gesicht gemacht, mit meinem wunderhübschen Gesicht, Freunde. Und ja, und dann kommt das Logo hier hin, auch beleuchtet mit so einer Lichtbox. Wird auf jeden Fall ziemlich cool aussehen, finde ich. Dann habe ich hier auf jeden Fall noch meine Chibi-Figuren, die dürfen natürlich nicht fehlen. Hier hinten noch eine Call of Duty Figur, Freunde, wie wir sehen, die meinen Xbox One S Controller hält. Das ist einfach, der Controller ist dafür da, dass ich halt am PC auch wie Sachen wie Assassin's Creed Autorennen spiele oder so, einfach mit dem Controller spiele, und nichts ist einfach besser geeignet oder kompatibel, finde ich, wie ein Xbox Controller. Ist ja Microsoft, PC, Intel, ihr wisst Bescheid, Microsoft, alles passt schon so. Und dann habe ich hier unten auf jeden Fall noch mein Headset, mein Astro A50, das hängt hier an dem, ja, Headset-Halter. Das kann ich dann auch hier so zur Seite schieben. Das Ganze habe ich hier befestigt mit einem doppelseitigen Klebeband. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es Tesa oder Patix war. Auf jeden Fall
finde ich das Ding, das hält bombenfest. Das ist bis 10 Kilo oder so Traglast, kann das Ding aushalten. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall schon mal super gut. Dann hier natürlich mein PC, Freunde. Vorne habe ich auch neue LED-Lüfter eingebaut. Da wollte ich eigentlich ein Video zu machen, aber ich war einfach zu ungeduldig, habe das Ding einfach sofort eingebaut. Und ich zeige euch sowieso nochmal gleich alles. Gehen wir erstmal weiter. Hier oben, Freunde, habe ich dann auch noch so eine Art, so eine Lichtbox einfach, mit der ich mich dann selber, wenn ich streame oder wenn ich halt ein paar Let's Play Aufnahmen mache, dass mich das Ganze halt beleuchtet. Sieht halt auf jeden Fall dann auch in der Videoqualität nochmal besser aus, wenn genug Licht vorhanden ist. Das Ganze habe ich auch einfach hier so befestigt, indem ich auch doppelseitiges Klebeband genommen habe, Freunde, und mit dieser Halterung hier an meinem Monitor geklebt habe. Ich hoffe, dass ich das irgendwann rückstandslos wieder abkriege, aber selbst wenn nicht, wäre das nicht schlimm, weil der Monitor guckt sowieso immer zur Wand, also sieht man das sowieso nicht. So, dann habe ich hier auf jeden Fall noch mein Mikrofonarm, Freunde. Auch ganz locker hier an den Tisch befestigt. Das Ganze wollte ich eigentlich ursprünglich auch hinten haben, aber das ging dann leider nicht, weil einfach die Dachschräge da war. Deswegen habe ich das Ganze hier hingemacht. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Und zwar ist es mein Røde NT1 Mikrofon. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, finde ich. Ist sehr gute Qualität. Ist sehr gute Qualität, Freunde. Gut gedeutscht, hat auf jeden Fall eine sehr gute Qualität. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal auf den PC, auf mein Kabelmanagement und allem weiteren drauf ein. Beziehungsweise nein, wir fangen jetzt erstmal mit meinen Schubladen an, Freunde. Wir fangen auf jeden Fall mit der ersten an, denn vorher hatte ich nur eine einzige Schublade. Ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen verteilt, habe auch ein paar neue Sachen jetzt drin. Und auf jeden Fall in der obersten Schublade, ganz easy, einfach mein iPad Mini, ein Kabel für mein Headset, falls mal beim Zocken mein Headset leer geht, kann ich es damit wieder aufladen. Dann hier eine Fernbedienung, beziehungsweise zwei, eine Ersatz- und eine Fernbedienung für meine Hintergrundbeleuchtung von meinem Monitor und von der Wand halt. Und dann hier auf jeden Fall noch ein Controller für Smartphones, damit kann man dann auch nochmal zocken, die Elgato HD 60. So, und dann gehen wir mal zur nächsten. Hier habe ich noch die Verpackung von meinem Handy, S8 Plus, iPad Mini Verpackung, ein paar Ersatzkabel, Displayport, HDMI, USB Charger und so weiter und so fort. Dann haben wir hier meine Kameraschublade, da liegt dann auch meine Kamera drin, Ersatzakkus, mein Stativ für die Kamera, Mikrofon für die Kamera, das ist jetzt alles in meiner Hand. So, ansonsten hier noch ein paar Pakete, mein FPS Dominator, LED-Strips, die Verpackung noch von meinem Xbox-Controller und ganz unten nichts Besonderes, einfach ein bisschen Werkzeug. Hier habe ich auf jeden Fall noch diese Klipse, womit ich mein Kabelmanagement gemacht habe, das zeige ich euch auf jeden Fall auch nochmal gleich. Kabelbinder, die jetzt hier alle zusammengeklettet sind. Und hier noch so eine Kabeldurchführung, die ich ursprünglich an meinen Tisch machen wollte. Die habe ich jetzt woanders eingebaut. Das zeige ich euch gleich. Und ich zeige euch aber, was ich dafür an meinen Tisch gebaut habe. Vorher gehen wir jetzt aber erstmal zu dem nächsten Schrank. Und ja, Freunde, das mit der Heizung ist jetzt nicht optimal gelöst. Ich wollte halt einfach so viel Platz wie möglich sparen. Deswegen habe ich den Tisch da drüber gesetzt. Die Heizung wird auch nicht benutzt. Wäre natürlich auch doof, wenn ich die anmachen würde und der PC da steht. Wird das Ganze wahrscheinlich zu warm werden oder der PC wird heiße Luft ziehen. Macht natürlich nicht viel Sinn. Die bleibt aus, ist aber zum Glück auch nicht die einzige Heizung hier im Raum. Von daher ist das auch gar kein Problem, Freunde. So, jetzt mache ich das Ganze hier mal auf. Und jetzt sehen wir hier erstmal, zack, da diese Kabeldurchführung, die ich euch eben gezeigt habe, die habe ich da eingebaut. Die Ikea Schränke, den Schrank habe ich nämlich auch von Ikea, die haben allgemein schon hinten ein Loch, genauso groß wie ihr das Ganze seht. Da habe ich einfach aber diese Abdeckung mit eingebaut, dass das Loch halt nicht komplett so ganz groß ist, weil es ist normalerweise so groß, wie das Teil jetzt ist, komplett einmal, und das fand ich jetzt halt ein bisschen zu groß, deswegen habe ich diese Abdeckung da reingemacht, fand ich ganz cool. Kabelmanagement habe ich hier absichtlich nicht gemacht, einfach aus dem Grund, zum Beispiel da habe ich meinen Mixer, wenn ich den mal brauche, dass ich den rausziehen kann, oder da nochmal ein Ladegerät für meine Akkus von der Kamera, dass ich die halt auch rausziehen kann. Deswegen sieht es mit den Kabeln jetzt hier drinnen nicht so schön aus. Muss es aber auch nicht, denn von hier sieht man sowieso auch nicht viel. Von daher, wer bückt sich schon und guckt da unten rein? So, wie gesagt, hier Astro A50 Ladestation. Falls es mal leer gehen sollte und nicht hier oben hängt, nehme ich es einfach ab, setze das Ganze hier unten rein. So, zack, und dann wird das Ganze aufgeladen. Und sobald das Ganze voll ist, nehme ich es wieder raus, liegt das hier oben wieder dran, zack, und habe dann das Ganze wieder an meiner Halterung. So, jetzt gehen wir erstmal zum Computer, Freunde. Schwenken wir direkt mal weiter. Und was uns als allererstes auffällt, Freunde, ist, dass man hier so gut wie gar keine Kabel sieht. Eigentlich gar keine Kabel. Und das Ganze habe ich natürlich so hingekriegt. Zum Beispiel von meiner Tastatur habe ich das Kabel hier in diesen USB-Tischhub eingesetzt, einfach da durchgeführt und habe mir extra so einen USB-Tischhub gekauft, dass ich hier noch USB-Sticks anschließen kann, Micro-USB-Karten, Micro-SD-Karten, SD-Karten und Typ C Ladekabel zum Beispiel für mein Handy. Ist auf jeden Fall auch ganz praktisch. Dann natürlich, das ist sowieso kabellos, meine G903.
Da brauche ich sowieso nichts, bis auf den Empfänger, Freunde. Und den habe ich auch ganz clever, das Ganze habe ich ganz clever gelöst. Und zwar sehen wir den hier hinten. Da habe ich das Ganze und wenn ich dann zum Beispiel das Ganze mal brauche, ich habe da hinten so einen Clip auch, was wir gerade in der Schublade gesehen hatten, habe ich da hingeklebt. Die sind natürlich hinten mit so doppelseitigem Klebeband schon und einfach nur dran geklebt. So kann dieser Empfänger nicht vom Tisch fallen, aber wenn ich das Ganze mal brauche zum Aufladen, tue ich den Empfänger einfach abklipsen und kann das dann einfach so weit ziehen, wie ich das brauche und schließe das dann an meine Maus an und so kann ich schon meine Maus laden. Und wenn ich es dann wieder nicht brauche, wenn die Maus vollgeladen ist, zack, mache ich das wieder dran, schiebe das Ganze wieder zurück und fertig ist es. Und man sieht es von hier überhaupt nicht, Freunde. Ganz, ganz cool gemacht. Dann habe ich hier unten auf jeden Fall noch so eine Untergrund-LED-Beleuchtung. Das ist eine derselben, die ich auch hier im PC verbaut habe. Ja, die habe ich nämlich hier einmal an den Seiten, oben, hier vorne und unten. Und die letzte, weil die hier hinten nicht hingepasst hat, habe ich die einfach hier rausgeführt und unten reingebaut. Finde ich auf jeden Fall auch ganz cool. Jetzt habe ich so eine Untergrundbeleuchtung beim PC, auch mega, mega nice. Zu guter Letzt, Freunde, haben wir hier noch eine Box unter dem Tisch. Die ist auch ganz praktisch, denn erstens kann ich da Sachen abstellen drinnen, die kann man nämlich oben aufmachen. Und zweitens ist die oben gepolstert, Freunde, und ich kann da meine Füße ablegen. Und zwar ganz easy. Jetzt werden wir wahrscheinlich auch erstmal unsere Kabel sehen. So. Hier erstmal und da habe ich auch meine ganzen Kabel. Auch von Ikea gibt es so eine Kabelschiene, da kann man die Kabel dann ablegen. Aber wie gesagt, ich kann hier meine Füße drauf. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ist gepolstert, ist bequem. So kann ich es mir richtig gemütlich machen und dann hier einfach zocken. Jetzt würde ich sagen, Freunde, zeige ich euch noch mein Kabelmanagement, wie ich das Ganze hinten gemacht habe. Und dafür krabbel ich jetzt erstmal unter den Tisch. So, Freunde, wie wir sehen, kann ich hier hinten sogar sitzen. Mein Kopf knallt zwar gegen die Dachschräge, aber so schlimm ist es nicht. Und die LED brennt mir gerade voll in die Fresse und blendet mich gerade extrem. Aber das ist auch nicht so schlimm, Freunde. Wie gesagt, ich kann hier hinten sitzen, ich kann hier an Kabel alles machen einfach. Und das finde ich so geil. Ich zeige euch das jetzt Ganze mal. Wie gesagt, das ist jetzt nicht mega ordentlich oder so. Einfach so, dass man es nicht sieht. Aber ich habe mir versucht, Mühe zu geben und versuche mehrere Kabel an einer Schiene entlang folgen zu lassen, so dass halt mehrere Kabel... Ach, egal. Guckt es euch einfach an. Ich zeige es euch jetzt, Freunde. Und zwar habe ich hier... Ich muss mal gucken. Ja gut, soweit kann ich die Kamera nicht nach hinten nehmen. Ich habe jetzt hier einfach die Steckdose dran geklebt, hinten an den Schrank dran. Und das sind diese Clips, die ich meinte, Freunde. Die habe ich hier überall dran. Und zwar hier zum Beispiel. Das Kabel gehört jetzt nicht dazu, das passt da auch nicht mehr rein. Aber hier habe ich mehrere Kabel, die da durchgingen, Freunde. Mal kurz scharf stellen, so. Und diese Kabel gehen alle durch diese Clips. Die habe ich dann hier unten noch weiter. Ein paar, da nochmal und da nochmal. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch. Dann hier dieses Kabel, diese Kabelschiene. Da habe ich nämlich hier auch nochmal zum Beispiel von meinem Asus, das, wie nennt man das gerade nochmal, das Netzteil halt, ja, das liegt dann auch hier drinne. Und von meinem Mikrofon, da habe ich nochmal ohne Ende Kabel, ja, weil das einfach so lang ist. Das liegt dann einfach hier drin, habe ich zusammengenommen, da dran gemacht. Und ja, ansonsten habe ich hier das Ganze nochmal mit diesen Kabelbindern zusammen gemacht. Alles, was zusammengehört, habe ich so zusammen gemacht, so dass das halt auch ein bisschen ordentlicher aussieht. Geht dann hier runter. Und das, wie gesagt, der Empfänger von meiner Maus sieht man sowieso nicht. Der Empfänger von dem Controller, von dem Xbox-Controller, sieht man auch nicht. Ist nämlich unter dem PC. Und wie gesagt, das ist hier so diese kleine Ecke. LED-Streifen da, LED-Streifen oben am Monitor. Noch hier Monitorhalterung. Ich hoffe, man kann es erkennen, Freunde. Wie gesagt, ich kann hier zwar sitzen, aber so viel Platz habe ich dann auch wieder nicht. Und hier zu guter Letzt natürlich mein Noblechairs, den kennt ihr ja auf jeden Fall auch. So sieht das Ganze aus. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, Freunde. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, Freunde, das ist jetzt meine Ecke gewesen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ich bin jetzt gerade nicht ein bisschen überbelichtet, weil ich hier noch meine Softbox habe, Freunde, die da noch auf mich blendet. Auf jeden Fall finde ich die Ecke richtig cool geworden. Ist richtig cool geworden. Falls das Ganze euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, Freunde, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie euch das Ganze gefällt. Ich will auf jeden Fall ehrliche Meinung hören. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefällt, und einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefällt. Aber ich möchte auch, dass ihr euch nochmal das Video davor anguckt, wie meine Gaming-Ecke vorher aussah, und dann einfach dieses nachher, vorher oder beziehungsweise vorher, nachher Vergleich zu haben und mir dann zu sagen, gut Radtun oder scheiße Radtun. Ich werde auf jeden Fall noch eine Umfrage machen, auch eine gute Idee. Die werde ich auf jeden Fall auch noch einblenden, so dass ihr dann auf jeden Fall da auch noch teilnehmen könnt. Und auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz bald wieder. Euer Radtun. Peace!